Hi und willkommen bei Agro Germany und zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Ja, normalerweise stehe ich hier und habe ein riesen Datenblatt an Informationen zu der Abfüllung. Meistens so dick wie ein Telefonbuch, kenne jedes Fass von der Domaine, jeden Regentropfen, der auf die Reben gefallen ist. Aber heute habe ich so gut wie nichts zu der Abfüllung. Wir haben ein echtes Phantom heute vor uns. Ein Calvados von Eric Bordelais aus dem Jahr 1994. Im Netz findet man so gut wie keine Informationen über diese Abfüllung. Ja, wenn die PR-Abteilung schweigt, muss der Inhalt liefern. Ich bin mal sehr gespannt, was dieses 30 Jahre alte Mysterium heute hier von sich zeigt. Wahrheit im Glas-Modus an. Bevor wir schon gleich mit dem Tasting starten, wollen wir noch ganz kurz die Frage klären, wer ist denn Eric Bordelais überhaupt? In der Szene ist er wirklich sehr bekannt. Der Mann war früher Chefsommelier im Pariser 3-Sterne-Restaurant L'Arpège, ein Typ, dessen Gaumen auf absolute Weltklasse trainiert ist. 1992 hat er das Weingut seiner Familie in der Normandie übernommen, um Cidre und Poiré herzustellen. Und zwar nicht als plumpes Gesöff, sondern wie Grand Cru Weine. 30 verschiedene Apfelsorten, Schieferböden, Granit, biodynamisch. Er gilt als Gott der Äpfel und dieser 1994er Calvados war quasi der Beginn seiner Reise. Und wie gesagt, es sind nicht viele Informationen jetzt bekannt zu diesem Calvados, weswegen wir auch den Punkt mit den Zahlen und Fakten heute uns gar nicht widmen wollen, sondern wir schauen noch ganz kurz einmal auf die Flasche. Da habe ich tatsächlich ein Bild gefunden. Ja, Flaschendesign, nichts Spektakuläres, deswegen würde ich sagen, ab ins Tasting. Und der Calvados hat ja übrigens noch 52% Volumenalkohol, also das heißt, da ist dann hoffentlich auch noch genügend Alkohol vorhanden, um die ganzen Aromen zu transportieren. Wir schauen mal ganz kurz auf die Farbe. Farbe, ja, ist für mich sowas ein bisschen Richtung einem intensiven Bernsteinton. Ganz leichte Rotnuancen sind sogar auch noch drin, also vielleicht so ein bisschen was noch vom Kupfer. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier so finden in der Nase für erste Aromen. Ja, eine sehr interessante Nase, wunderschöne Aromen, vor allem Aromen, die sehr ranziolastig sind. Also der Calvados scheint wohl einige Jahre in einem sehr feuchten Keller verbracht zu haben. Und Assoziationen sind ja vergorene Früchte, vielleicht so eine richtig überreife Ananas, der Apfel, der lang auf dem Boden lag oder so ein richtiger Herbstbodenstiel quasi ist auch drin, überreife Banane, vielleicht auch so ein bisschen was von einer getrockneten Papaya, also wahnsinnig viel Fruchtigkeit. Trotz, dass er jetzt diesen Ranzio-Stil hat, vom Fass ist ein bisschen auch was da, so eine leichte Würzigkeit im Hintergrund, aber diese vergorenen Früchte sind schon sehr dominant. Er hat auch sogar so ein bisschen leicht entfernte Rum-Vibes für mich drin, also brutal facettenreich die Nase, wahnsinnig komplex. Jetzt hatte ich sogar mal ganz kurz, so ein bisschen was wie Rosenblüten drin. Ja, wir probieren jetzt mal und schauen wir mal, ob wir im Geschmack auch das Ranzio noch finden. Santé. Wow, Geschmack und Abgang sind für mich sogar noch mal ein bisschen interessanter, weil es kommt definitiv mehr Fasswürzigkeit dazu. Jetzt wird es richtig interessant, denn ihr habt immer noch dieses Ranzio drin, das bleibt komplett, auch im Abgang ist das Ranzio da. Es ist zunächst eine sehr ölig süße Textur und dann, ja, diese schöne Apfelsoße kommt dazu. Da drin ein bisschen was an Pfeffer, so eine prickelnde Würzigkeit einfach im Geschmack und auch vielleicht ein bisschen Muskat, ein bisschen Walnuss kommt jetzt hier dazu, Karamell schießt noch ein bisschen mit ein, wunderbar, also auch hier wahnsinnig vielseitig dieser Calvados, super spannend gemacht und ja, dieser wunderschöne lange Abgang, toll. Er ist immer noch da, der Calvados, der bleibt richtig schön an den Backen hängen und dieser intensive, herbstliche Stil, dieser Ranzio, kommt wirklich jetzt nochmal hier im Finish etwas mehr zur Geltung, wie jetzt vielleicht im Geschmack, etwas an vergorenen Äpfel wieder. Eine Prise Zimt ist sogar im Abgang drin. Dann habt ihr einen Schwarztee, Süßholz und auch so ein ganz klein bisschen was von der dunklen Schokolade. Ja, also ich habe jetzt auch schon viele Calvados probieren dürfen, aber mit so einem richtig intensiven Ranzio hatte ich es jetzt auch weniger bisher. Es ist jetzt hier tatsächlich ein Sample, möchte ich an der Stelle auch noch ganz kurz erwähnen. Herzlichen Dank, Stans Barnes, für das Zusenden von dem Sample von dem Calvados.
hast mir eine riesen Freude damit gemacht, hat unglaublich viel Spaß gemacht, den Calvados hier zu probieren und gemeinsam mit euch jetzt hier verkosten zu dürfen. Es ist wirklich ein Calvados, wenn man Ranzio mag, es ist damit man an diesem Calvados kann man eigentlich nicht vorbeikommen. Also es ist ja sensationell, wie dieses Ranzio hier interpretiert ist in diesem Calvados. Selten so einen interessanten Calvados gehabt, was jetzt einfach diesen Waldbodenstil, diesen Herbstbodenstil so in sich trägt wie jetzt dieser. Und er hat dadurch einfach so viel anzubieten, so viele verschiedene Aromen. Also in der Nase, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Aromen ich da so rausgeschmeckt oder rausgerochen habe in dem Fall. Das war ja Wahnsinn. Und auch im Geschmack und Abgang ist so viel Komplexität drin. Wirklich ein ganz, ganz toller Calvados, hat mir unglaublich gut gefallen. Er ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Es ist jetzt kein so easy drinking Calvados, definitiv nicht. Aber wenn man das Ranzio, so wie ich auch sehr gerne mal mag in der Spirituose, dann eben auch Armagnac Cognac eben das dort sehr gerne mag, dann ist das jetzt hier mit diesem Calvados wirklich eine Wohltat. Das ist wirklich ganz toll. Und ja, leider weiß ich auch nicht, was der damals gekostet hat, was der Preis war. Liegen mir keine Infos dazu vor. Stan, wenn du noch weißt, was du vielleicht damals für die Flasche bezahlt hast, dann schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Würde mich mal wirklich sehr interessieren, was der damals verlangt hatte für eine Flasche von diesem schönen Calvados. Und wir sind ja schon langsam jetzt hier am Ende vom Review, deswegen schauen wir natürlich auch noch auf die Punkte. 22,5 für die Nase, 23,5 für den Geschmack, war für mich schon so ein bisschen das kleine Highlight bei diesem Calvados. Aber auch der Abgang mit 23 Punkten fand ich wirklich richtig toll. Und ich gebe mir jetzt für den Gesamteindruck auch nochmal 23 Punkte. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er gekostet hat. Deswegen kann ich jetzt hier zum Preis kein Verhältnis schaffen. Aber generell sind die Preise bei Calvados immer eigentlich recht human. Also da sind wir jetzt auch nicht irgendwie meistens jetzt mega drüber. Deswegen, ja, könnt ihr mal eine Schätzung abgeben. Was würde ich jetzt schätzen? Was wird so eine Flasche kosten von so einem Calvados? Ja, vielleicht so 150 Euro, vielleicht 120 Euro. So um den Dreh wird sie wahrscheinlich gelegen haben, aber es ist wirklich, finde ich, trotzdem ein ganz toller Calvados, wie gesagt, und wir haben am Ende 92 Punkte für diesen schönen Calvados. Und ja, Calvados-Reviews werden auch immer wieder jetzt auf meinem Kanal erscheinen. Schaut da gerne mal auf meiner Webseite vorbei, bei der Different Review. Dort seht ihr, was da noch so nächstes kommen wird. Wir haben noch ein bisschen was von Christian Drouin und ich glaube auch noch ein, zwei andere Produzenten. Schaut rein, wenn es euch interessiert. Und ich bedanke mich wie immer herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Auch wenn jetzt dieser Calvados natürlich nicht verfügbar ist und ihr den nicht kaufen könnt, fand es trotzdem vielleicht auch für euch ein interessantes Erlebnis. Lasst dann sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage Cheers, bis zum nächsten Review. Macht's gut.